Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge von Baccio di Tosca TV. Wie bereits in der letzten Folge angekündigt, sind wir heute auf der Insel Rügen. Hinter uns seht ihr die Ostsee und wir befinden uns hier quasi an der Abbruchkante der Kreidefelsen. Wir hoffen, ihr wisst das zu schätzen, welches Risiko wir hier heute für euch eingehen. Und die Kreidefelsen sind ja eines der Wahrzeichen von Rügen. Und es gibt noch eine andere interessante Sache, weswegen wir hier sind. Nicht nur wegen der Kreidefelsen. Und das wird jetzt mal die Dörte erklären. Genau. Dieser Punkt, an dem wir hier stehen, ist vermutlich die Ernst-Moritz-Arndt-Sicht, die sogenannte. Und wir vermuten es, weil hier leider kein Schild ist, das genau die Stelle bezeichnen würde. Auf jeden Fall ist ja mal ganz interessant zu wissen, wer ist Ernst-Moritz-Arndt? Das wird sich jetzt der eine oder andere fragen. Und zwar verbirgt sich hinter diesem Namen ein Dichter und Schriftsteller und eine sehr komplexe Persönlichkeit, die hier auf Rügen geboren wurde und die Hälfte des Lebens hier verbracht hat. Darum treffen wir uns jetzt gleich mit dem Herrn Werner Schulz, der Ernst-Moritz-Arndt-Gesellschaft hier auf Rügen. Und der wird uns dann mal einige Details erzählen. Wir fahren jetzt erstmal nach Großschoritz zum Geburtshaus. Genau, schaut es euch an. Ich stehe jetzt hier mit Herrn Schulz von der Ernst-Moritz-Arndt-Gesellschaft vor dem Geburtshaus des Dichters. Und Herr Schulz wird uns jetzt etwas über das Haus erzählen, über Ernst-Moritz-Arndt. Ja, hier wurde Ernst-Moritz-Arndt am 26. Dezember 1769 geboren. Hier am Frontgiebel steht, er ist hier geboren. Die damaligen Besitzer oder Gutsbesitzer, die 1913 hier wohnten, haben das bewusst so gesagt. Denn wenn man sagt, er ist hier geboren, dann ist es gerade so, als sei er hier geboren und als sei er immer noch hier. In Wirklichkeit hat er aber hier nur 7 oder 8 Jahre gelebt. Dann ist die Familie immer wieder weitergezogen, aus finanziellen Gründen. Der Vater war Pächter. Dieses Haus ist etwa um 1750 erbaut worden und gehörte einem Herrn von Kalden und der hat es dann an die Grafschaft Putbus verkauft. Und der Vater von Ernst-Moritz-Arndt war Pächter des Grafen zu Putbus. Ja. Und der Fürst zu Putbus, das kam ja erst später, 1812. 1812 wurde er zum Fürsten gekrönt von Schweden. Wir müssen auch noch erwähnen, dass ja zu der Zeit Vorpommern und Rügen schwedisch war. Also war das hier eine schwedische Zeit, aber man sagt, es war sehr loyal und die Leute haben hier ganz gut gelebt, denn es gibt das Sprichwort, unter den 3 Kronen ließ es sich gut wohnen. Ja? Ja, das vielleicht zum Haus. Es ist so im Stil Spätbarock erbaut, schlicht und einfach. Und es wurde zu allen Zeiten immer gehegt und gepflegt. Auch nach dem Krieg waren hier Flüchtlinge, Vertriebene drin. Dann gehörte es zur LPG. Aber alle Bürgermeister, die hier in Schoritz waren, haben immer darauf geachtet, dass das Haus erhalten bleibt und das Andenken Ernst-Moritz-Arndt wachgehalten wird. Ja. Und das ist also in diesem Haus geschehen. Die Arndt-Gesellschaft ist seit 1992 hier, wurde 1992 gegründet und hat für das Haus sehr, sehr viel getan. Ich war 12 Jahre Mitglied im Vorstand der Arndt-Gesellschaft und wir haben ungefähr 500.000 Euro hier gesammelt an Fördermitteln, an Spenden, an Dienstleistungen und so weiter und so fort. Und damit wurde dann das Dach, die Fassade, die Innenräume wurden gebaut, der Park in Ordnung gebracht. Also in den letzten 20 Jahren ist sehr viel geschehen. Ja. Und hier ist also ein kultureller Mittelpunkt im Süden der Insel Rügen. Ja, das ist doch schön. Gut, ja. Sollen wir mal reingehen? Ja. Gehen wir mal rein, genau.
Tag. Gut, ich bin vor. So, in welchem Raum befinden wir uns jetzt? Jetzt befinden wir uns im ehemaligen Schlafzimmer der Familie Arndt. Aber hier ist Ernst Moritz Arndt nicht geboren, das zeige ich Ihnen noch. Davon ist natürlich nichts mehr zu sehen. Die Restauratoren haben an der Wand das gefunden. Und das haben wir auch gesagt, das könnte so bleiben. Dort stand sicher mal ein Ofen. Und wenn Sie genau hinschauen, sind die Kacheln nicht echt, sondern sie sind angemalt. Also man hatte schon zu allen Zeiten nicht genügend Geld, um das auszuführen. Das sind Gegenstände aus dem Fundus der Ernst Moritz Arndt Universität in Greifswald. Die haben die Räume umgestaltet und haben sie uns als Dauerleihgabe gegeben. Denn die Möbel können wir gar nicht bezahlen, sie müssten auch restauriert werden. Aber das Geld ist zurzeit nicht da. Von Ernst Moritz Arndt und ich weiß nicht, von welchem Künstler die ist und wann die mal gespendet wurde, weiß ich auch nicht. Die Weisheit, die die Welt soll lehren, muss auch die Welt mit Arbeit ernähren. Ja, sehr schön. Wenn Sie mal auf den Fußboden gucken, sind die Originaldielen von 1750 erhalten. Ja, das haben Restauratoren doch geschafft, dass diese geblieben sind. Und zwar zu DDR-Zeiten war hier ein Fußboden drüber mit Spanplatten. Genau an der Decke waren auch Spanplatten abgehängt, auch im Saal. So, naja, das war natürlich nicht schön und das war alles kitschig und so weiter, aber dadurch ist der Fußboden erhalten geblieben. Ne? Und hier haben wir ebenfalls Ornamente aus der Zeit. Die Decke wurde jetzt restauriert, also etwa 2000. Und in dieser Ecke haben wir ebenfalls solche Ornamente gefunden, die aber ähnlich sind wie im Theater Putbus. Ja, und deshalb konnte man sie datieren etwa auf das Jahr 1820, 1830. Also Sie sehen, jeder Raum hat eine andere Zeit erlebt. Gut, und das ist aber hier der Gartensaal. Und auch diese Balken, die Sie hier sehen an der Decke, sind original 1750. Das ganze Holz im Dachboden soll noch sehr gut sein, das haben die Fachleute festgestellt. Und hier war auch eine Decke abgehängt, so eine Sperrholzdecke. Und dadurch ist das alles gut erhalten geblieben. Allerdings musste der Putz dazwischen neu gemacht werden. Und jetzt glauben Sie nicht, dass das einfach war. Das ist Lehm. Das ist Lehm dazwischen und da mussten Spezialisten ran, um das wieder so herzustellen, wie es früher einmal gewesen sein soll. Ne? Gut, und da hinten am Ende über dem Klavier haben Sie nun ein Bild von Ernst Moritz Arndt, aber es ist kein Original aus seiner Zeit, sondern es wurde ungefähr um 1960, 70 hier gemalt und die das besaßen aus Barth, haben uns das verkauft. Ja, sodass wir auch ein Bild haben. Das ist dem nachempfunden, dem Porträt, das in Bonn hängt. In Bonn gibt es ja auch ein Arndt-Museum, aber dort ist gar nichts mehr los. Das meiste spielt sich hier ab. Ja. Wo waren denn deine Schaffensperioden? Weil der war ja eigentlich quasi hier als Kind. Als Kind nur, ja. Ernst Moritz Arndt, also ich muss so sagen, die Familie Arndt war Pächter. Der Vater war Pächter. Sie hatten am Ende dann 8 Kinder. So, und sind immer von einem Ort zum anderen gezogen, vermutlich, weil sie pleite waren. Hier hat der Vater ungefähr 8 Jahre gewirtschaftet
Und dann sind sie weitergezogen nach Dumsewitz, das ist ganz hier in der Nähe, dann nach Grabitz, das ist bei Rambin, und zum Schluss nach Löbnitz. Und alle Stationen hat Ernst Moritz Arndt auch in seinen Erinnerungen beschrieben, Erinnerungen aus dem äußeren Leben. Und erstaunlich ist, dass die Erinnerungen hat er 1842 mit über 70 Jahren verfasst. Erstaunlich ist, dass er sich so sehr an Kindheit und Jugend erinnert. Also Kindheit auf Rügen und die Jugend hier haben ihn derart geprägt, dass er darüber sehr, sehr viele Gedichte geschrieben hat. Seine Erinnerungen und die Briefe immer wieder an Rügen. Er hatte hier auch sehr viele gute Bekannte, auch einige Freundinnen, mit denen er sich bis zu ihrem Lebensende schrieb. Und immer wieder kommt die Erinnerung an Rügen. Man könnte sein Leben in 2 Abschnitte teilen. Ungefähr auf Rügen und in Vorpommern hat er etwa 45 Jahre gelebt und in Bonn auch 45 Jahre. Das ist aber nicht geplant gewesen. Denn seine großen Abschnitte waren hier, Kindheit und Jugend auf Rügen, dann ist er in Stralsund zum Gymnasium gegangen und vom Gymnasium ist er ausgerissen. Einfach ausgerissen und hat gesagt, nein, ich wollte nicht zu einem liederlichen Lappen werden. Ja, hat er gesagt. Und danach haben sie in Löbnitz gelebt, das ist in der Nähe von Barth. Dort hat er sich auf das Studium in Greifswald vorbereitet. Und ein Pastor und Leute haben ihm geholfen, denn Arndt hat nie eine richtige Schule besucht. Das wurde alles von den Eltern gemacht. Die Mutter hat die Bibel gelesen, die Mutter hat Geschichten gelesen, Märchen erzählt, der Vater hat in Naturwissenschaften unterrichtet. Ja. Und danach, um in groben Zügen das weiterzumachen, hat er dann also die Universität besucht in Greifswald und Jena. Dann wurde er in Greifswald auch zum Professor ernannt, aber da kam die Napoleonzeit dazwischen. Und da er schon damals ein großer Kritiker war und Napoleon ganz scharf angegriffen hat, musste er fliehen. Er lebte dann in Schweden eine ganze Zeit und danach hat er mit dem Freiherrn von Stein zusammengearbeitet, ist im Russlandfeldzug bis Russland gekommen und auch wieder zurück und danach nach Bonn. Seine erste Frau, Charlotte Quistorp, ist gestorben nach dem ersten Sohn. Arndt hatte übrigens auch 8 Kinder. Ja. Und 1801 ist sie gestorben. Danach kamen diese Wirren des Napoleonischen Krieges. 1817 heiratete er dann eine Halbschwester von Schleiermacher und er bekam eine Professur in Bonn. Arndt hat schon in seinem Buch Geist der Zeit scharf gegen Napoleon gesprochen und geschrieben. Und jetzt, als er in Bonn Professor werden sollte, hatte er wieder eine Schrift gegen den preußischen König. Der preußische König musste ihn aber einsetzen, so. Und da wurde er vom Dienst suspendiert und war 20 Jahre arbeitslos, würden wir heute sagen. Aber bei halbem Gehalt eines Professors. So, und danach hat er dann 1840 wurde er wieder als Professor in Bonn eingesetzt und dann hat er geschrieben, Glück, du kommst zu spät. Aber er hat noch fast bis zu seinem Tode, unterrichtet kann man nicht sagen, an der Universität gearbeitet und er wurde auch Abgeordneter der Nationalversammlung in Frankfurt, in der Paulskirche. Das wurde er auch noch. Sein Traum war, das könnte man heute verwenden, sein Traum war ein geeintes Deutschland, nicht unter Fürsten, sondern unter einem König. Das war ja die Zeit damals, wo Deutschland so zersplittert war, ne? Genau, das war so zersplittert und er wollte, dass es ein geeintes Deutschland und einem König und die Krone wurde auch dem preußischen König angeboten von der Paulskirche aus. Arndt fuhr mit nach Berlin, aber der König lehnte sie ab,
vom Plebejer wollte er keine Krone haben. So, und das hat Arndt alles erlebt, aber er war ja noch irgendwie noch vielseitiger in seinem ganzen Leben. Er hat sehr, sehr viele Gedichte geschrieben, dann Märchen. Er wollte die Kirche reformieren. Stellen Sie sich das mal vor. Er war evangelisch, aber sehr streng religiös und wollte die Kirche reformieren, so im Sinne Luthers. Deshalb hat er eine Reihe von Kirchenliedern geschrieben. Und eins weiß ich ganz genau, ist noch im Gesangbuch: Ich weiß, woran ich glaube. Ja? Und das ist ihm aber nicht gelungen, aber trotzdem sind seine vielen Kirchenlieder gelungen. Und wenn ich so sage, wenn ich von mir aus gehe, er hat also in seinem 90-jährigen Leben fast täglich geschrieben und fast alles ist er losgeworden, hat er drucken können, weil er einen Drucker in Berlin hatte, Georg Andreas Reimer, ein Schulbuchverlag, und der hat fast alle seine Werke und Schriften gedruckt. Ernst Moritz Arndts Werke sind ja in früheren Zeiten erschienen, gleich nach seinem Tod, und sind einige Werke erschienen. Aber dann nachher hat es immer an Geld gefehlt, immer. Und die Ernst Moritz Arndt Gesellschaft wurde 1992 gegründet und hatte in ihrem Programm die Herausgabe also der Gesamtwerke. Das ist nicht gelungen. Das ist ein Werk, das müssen Professoren, das müssen Kenner machen. Das muss mit Kommentaren versehen sein, mit Fußnoten und. Und da fehlte immer das Geld. Also wir berufen uns immer auf die alten Werke und zitieren auch daraus. Und höchstens kleine Schriften. Wir haben bei uns im Büro ein paar Schriften über Arndt. Aber es ist kein Verlag zu bewegen, ein Werk oder auch nur ein Teil seines Werkes. Zu DDR-Zeiten ist mal rausgekommen, Erinnerungen aus dem äußeren Leben. Was im Westen erschienen ist, weiß ich nicht. Aber das ist das einzige Buch, und Gedichte von Ernst Moritz Arndt. Wir hatten hier in diesem Saal vor kurzem die Jahreshauptversammlung und dort gab es drei Referate zum 20-jährigen Bestehen der Arndt-Gesellschaft, und eins hielt der Leiter des Bonner Stadtarchivs, Dr. Schlossmacher, und er hatte seinen Beitrag genannt, verehrt, verhasst, vergessen. So hat er gesagt, verehrt, verhasst, vergessen. Um es kurz zu machen, verehrt wird Ernst Moritz Arndt hier auf Rügen und in diesem Raum. Hier ist er bekannt und hier kennen Sie viele seiner Gedichte und Lieder. Und verehrt, gehasst wird er von einigen, oder es kommt immer wieder vor, weil er etwas gegen die Juden, die Polen und die Franzosen geschrieben hat. Und das waren deftige Sachen. Ja? Wenn man die herausholt und aus dem Zusammenhang zieht, dann würde man natürlich auch sagen, nee, wie kann man so einen Dichter verehren? Aber wir sind der Meinung, dass man ihn als ganze Persönlichkeit in seiner Zeit sehen muss. Und dazu gab es ein Kolloquium an der Universität 1999 oder 2000, das weiß ich nicht genau. Und dort wurde ganz klargestellt, dass wir ihn in seiner Zeit sehen müssen. Ein Professor von Greifswald hat aber gesagt, nein, es gab lichtere Gestalten als Arndt in seiner Zeit. So, na dann sollte man mal auf Luther gucken, was Luther gegen die Juden gewettert hat. Das ist auch nicht ohne. Ja, und aus diesem Grunde vielleicht, weil man sich nie einigen kann und weil es keine Verlage gibt, kein Geld, gibt es auch keine Gesamtausgabe oder auch gibt es keine Teilwerke von Ernst Moritz Arndt. Leider. Leider, ja. Es war so, 1998 erschien in der großen Zeitschrift Die Zeit ein riesiger Artikel, ein fataler Patron. Und dort wurde Ernst Moritz Arndt zitiert mit Zitaten, also da war ein Zitat ans andere gereiht über die Juden, die Judenfrage.
Wir von der Arndt-Gesellschaft hatten aber längst diese Frage aufgearbeitet. Und zwar, ich glaube 94 oder 95 erschien ein Heft, ein Sonderheft mit einem Beitrag eines ganz jungen Wissenschaftlers aus Bielefeld, Arndt und die Judenfrage. Und der junge Wissenschaftler hat sich wirklich mit der Zeit, mit Arndt, mit Leben und Werk und mit seinen Briefen und seiner Schrift über die Juden auseinandergesetzt. Natürlich sind dort fürchterliche Sachen, die Arndt geschrieben hat. Aber wir hatten das längst aufgegriffen und längst, aber diese Schrift, die wurde ja damals gar nicht so beachtet, bis ein Journalist rausgriff, diese Zitate. Und Sie wissen ja, wenn man aus dem Zusammenhang ein Zitat rauswirft und das in die Menge, dann, ja. Und ihm wurde Antisemitismus vorgeworfen. Unser Wissenschaftler hat herausgefunden, es war damals Antijudaismus. Antisemitismus kam erst im 20. Jahrhundert auf. Ja? Und Arndt wurde verantwortlich gemacht für die Verbrechen der Nazis. Das war das Schlimme in dem Artikel. Das kann ja nun wirklich nicht sein. Ne? Natürlich hat er was geschrieben. Er hat auch was gegen die Polen, gegen die Franzosen geschrieben. Aber sein Franzosenhass resultierte auch aus der Zeit. Napoleon zog hier über die Länder, die mordeten, raubten, vergewaltigten, ja. Die Kirche, in der Arndt getraut wurde und in der sein Sohn getauft wurde in Greifswald, die Marienkirche, die wurde verwüstet und da haben sie die Pferde angebunden in der Kirche und die zum Stall gemacht. Ja, und da sollte er nicht, solche Erlebnisse hatte er. Und da sollte er nicht zunächst zum Napoleon-Hasser und leider wurde er dann zum Franzosen-Hasser. Also er hat das ganze Volk dann gehasst. 5 Jahre vorher hat er eine wunderbare Schrift geschrieben, verfasst über die Franzosen und die war so lieblich geschrieben und so wirklich, darüber haben wir hier auch schon einen Vortrag gehabt. Für uns, ich hatte gesagt, verehrt, gehasst, vergessen. Ja, vergessen ist er sozusagen im Westen. Also in Bonn, da wird nicht sehr viel von Arndt gemacht. Sie versuchen einiges, aber Bonn ist nun die Beethovenstadt. Bonn hat viele andere Persönlichkeiten. Dort ist sein Grab, das Familiengrab ist in Bonn und das Arndt-Haus ebenfalls. Aber was Bonn hat, das ist die größte Sammlung an Arndt-Schriften im Stadtarchiv. Die größte Sammlung. Und in Stralsund gibt es auch einige Briefe und das Garzer Museum hat auch einige Bücher über Arndt von Arndt. Ne? Jetzt haben Sie noch ein Buch mitgebracht. Was ist da? Bitte? Hier habe ich eine Ausgabe von, ich kann die gar nicht sagen von, aber auch eine alte Ausgabe von Arndts Werken in 5 Bänden. Und hier der erste Teil ist am interessantesten, weil es hier das Lebensbild aus der damaligen Zeit, dann gibt es fast alle seine Gedichte und aus dem äußeren Leben. Seine Erinnerungen aus dem äußeren Leben sind hier enthalten. Ja? Und hier habe ich auch das Gedicht gefunden, was Sie vertont haben, vom Wasser, sehr schön. Ja, Arndt war wie gesagt, kein Kind von Traurigkeit. Er soll etwa so 1,60, 1,65 groß gewesen sein und man sagt, er war ein knorriger Pommer. Und was wir also von ihm behalten oder was wichtig ist für uns auf Rügen ist wichtig seine Lyrik, die er hier für uns geschrieben hat. Aber auch für mich persönlich ist, dass er sich hat nie verbiegen lassen. Wenn er eine Meinung hatte, hat er sie durchgezogen. Siehe mit dieser Kritik am König und dafür ist er 20 Jahre arbeitslos gewesen. Nicht? Aber dann hat er viele Märchen geschrieben und die Märchen wiederum hat er aus der Erinnerung geschrieben von seiner Mutter oder von einem Märchenerzähler aus Grabitz. Da war so ein alter Knecht, der hat ihm diese Märchen erzählt und aus der Erinnerung hat er das alles rekapituliert
und aufgeschrieben. Also wie gesagt, ein umfangreiches Werk, eine sehr widersprüchliche Persönlichkeit. Aber für uns auf Rügen ist er sozusagen der Leuchtturm, denn so viele haben wir hier nicht. Auf Hittensee Gerhard Hauptmann, aber der hat da nur zeitweise gelebt. Arndt ist ja hier wirklich auch immer wieder zurückgekehrt. Ja, und Sie wollten aber noch was wissen aus seiner Kindheit, ein paar Episoden, ja. Ernst Moritz Arndt ist mal eingebrochen in ein Wasser und da war er pitschnass. Da war gerade hier oder in Dumsewitz im Gutshaus eine feine Gesellschaft. Da ist er gekommen und musste in diesen pitschnassen Klamotten stehen, bis ihn eine Tante rettete. Ja? Also der hat sich nicht getraut, da zu sagen, ich bin jetzt eingebrochen. In Garz hat er mal im Pfarrhaus Mistbeetfenster eingetreten. Die haben gespielt und zwar da war es so, sonntags mussten sie immer zur Kirche und am Nachmittag blieben sie da, um Katechismus zu lernen. Und dann haben die Kinder des Pfarrers und Ernst Moritz Arndt und die Arndt-Kinder noch gespielt. So, und da sind Mistbeetfenster eingetreten worden. Dann hat eine feine Dame in einer Gesellschaft, als sie Kaffee trinken, gesagt, das kann nur der Monsieur Moritz gewesen sein. Und seine Tante hat ihn wieder gerettet und hat gesagt, nein, der Monsieur Moritz ist zwar wild, aber derartiges wird er niemals tun. Ja, das sind so kleine Episoden aus dem Leben und ja, in späterer Zeit ist vielleicht noch seine Frage mit dem Kinder oder mit seinem ersten Sohn ist vielleicht noch interessant, die Episode, die auch nicht jeder weiß. Ernst Moritz Arndt heiratete im März oder Februar 1801 Charlotte Quistorp in Greifswald. So, der erste Sohn wurde schon im Juni geboren. Also, um jetzt mal vorweg zu sagen, das haben wir im Museum Garz, wurde das angeschrieben. Also standen nur diese Zahlen. Da war auch mal eine feine Dame, da hatte ich mal Dienst im Museum Garz, 1996 war das. Und da sagte sie, warum schreiben Sie das denn an? Das, von unserem Ernst Moritz Arndt. Ja, sag ich, wieso nicht? Er hat nicht nur im Sand gespielt. Ja? Er war ein Mensch aus Fleisch und Blut. Ja? So, aber die Tragik dieser Ehe war, dass die Mutter, also Arndts Frau, im Kindbett starb. Das Kind kam zu den Großeltern und ungefähr 10 Jahre hat es Ernst Moritz Arndt nicht gesehen. Dann kam die Franzosenzeit, er musste fliehen, er war in Schweden, kam wieder zurück und 1811 zu Weihnachten kam er zurück und traf seinen Sohn, der nun ja schon groß war. Und da schrieb er ihm das Lied, du lieber, heiliger, frommer Christ, weil heute dein Geburtstag ist, so ist auf Erden weit und breit für alle Kinder frohe Zeit. Das hat er nur für seinen Sohn geschrieben. Und das ist eins der schönsten christlichen Kinderlieder oder Kirchenlieder geworden. Ja. Sie hatten ja eben erwähnt, dass für Sie auf Rügen, für die Ernst-Moritz-Arndt-Gesellschaft oder für die Menschen hier, Ernst Moritz Arndt so der Leuchtturm ist. Hängt damit dann auch zusammen, dass man ihm damals zum Gedenken diesen Turm errichtet hat? Oder wie kam das zustande? Das könnte sein, denn er ist ja schon zu Lebzeiten verehrt worden, sehr verehrt worden. Das hängt aber wieder mit dieser napoleonischen Zeit jetzt, weil er sehr viele Lieder und Gedichte auch aus heutiger Sicht finden wir die auch nicht mehr gut, aber mit Franzosenhass und sowas. Aber er hat sehr viele Gedichte geschrieben und das ist lange Zeit in Deutschland so gewesen, dass er verehrt wurde. Und ebenfalls noch zu Lebzeiten hatte man versucht, ein Denkmal zu setzen. Und als er dann gestorben war, 1816, dann hat man in Bergen auf dem Rugard, dem höchsten Berg dort, ihm ein Denkmal errichtet. Das ist schon 1876 dort erbaut worden. Ne?
Ja, das ist ja ein Leuchtturm. Ja, es sieht aus wie ein Leuchtturm, ist aber kein Leuchtturm, ist ein Aussichtsturm. Ne? Ist ein Aussichtsturm. Ne? Naja, Leuchtturm meine ich das in künstlerischer, kultureller Hinsicht. Ja, wir haben keinen Goethe, Schiller, Herder oder andere. Die sind alle in Süddeutschland oder Baden-Württemberg oder so. Da häuft sich das, aber hier ist es schon etwas dünn besiedelt. Ne? Dennoch haben viele Dichter und Gelehrte und so weiter Rügen besucht, auch durch Arndt. Arndt war ja dann bekannt auch mit der Berliner Szene, hier Schleiermacher und andere, und die haben dann ebenfalls Rügen besucht. Und durch den Pastor Willich in Sagard, der mit Schleiermacher bekannt war, hat Arndt dann die Halbschwester Schleiermachers geheiratet. Und mit der hatte er noch 7 Kinder. Ja. Aber er hatte hier auch Kontakt mit anderen Dichtern und Künstlern noch auf Rügen. Nee, also zu seinen Lebzeiten hat er immer Kontakt gehalten zu den Persönlichkeiten, mit denen er dann befreundet war. Aber damals weiß ich nicht, er hat hier besonders zu Frauen Kontakt gehalten. Auch wieder eine Charlotte. Charlotte Quistorp war seine erste Frau, dann hatte er hier ich würde sagen, eine Geliebte, würden wir heute sagen, aber man schreibt ja immer dazu, das war nur eine platonische Liebe, die Geschichtsschreibung hat das ja so gewertet. Aber das war Charlotte Pritzbur aus Garz, eine Pfarrerstochter. Und dann hat er in Rambin, also in Goethemitz bei Rambin, mit Charlotte von Karten. Und mit diesen beiden Frauen hat er den Briefwechsel bis zu ihrem Tod gepflegt. Ja, das war also, das weiß ich, mit weiteren Persönlichkeiten weiß ich nicht. Ja, aber die Briefe sind alle erhalten. Ja. Und meine guten Seelen von Rügen oder so sagt er, meine guten Seelen sprach er immer, wenn er von diesen Frauen redete. Und bemerkenswert ist auch die Tatsache, er hat ein langes Liebesgedicht geschrieben für eine Freundin, die hieß, glaube ich, auch Charlotte Mosserby. Die hat er kurze Zeit kennengelernt im Feldzug gegen Russland, ja, also in Königsberg. Und er muss ja derart verliebt gewesen sein, denn er schrieb ihr ein ganz, ganz langes Gedicht. Und dort in dem Gedicht wird Rügen erwähnt, wohin, Geliebte, wollen wir ziehen, zur Insel oder zum Rhein, ohne zu wissen, dass er mal am Rhein wohnen würde. Wohin wollen wir ziehen? Und dann zuerst sagt sie dann, und dann sagt er ja, zur Insel Rügen. Also, und dann beschreibt er die Insel Rügen mit allen Facetten und so weiter und schreibt dann, er sitzt irgendwo im Riesengebirge und sieht dort den Berg. Und da schreibt er, um Vergleich mit Rügen zu bringen, ihn sehe ich nur, euch fühle ich mit Herzen und Verstand. Oder so. Also ihn sehe ich nur, euch fühle ich mit Herz und Verstand, so ungefähr. Wir müssen das Zitat suchen. Aber das ist seine unbändige Liebe bis zum Schluss zur Insel Rügen und zu dieser Landschaft. Ne? Ja. Er ist nochmal 1817 nochmal hier gewesen und hat vermutlich alle die Stätten besucht. Und das ist geliebte Heimat, Fluren oder so. Wir könnten zitieren, aber ich finde es wahrscheinlich nicht so schlecht, so schnell. Ja, da hat er nochmal 1800, als ich ein Kind war, sehen Sie, ich habe schon viel mit diesem, wenn man es dann sucht, hier ist es. Da ist er 1817 auf Rügen gewesen und hat
geschrieben: Geliebte Felder, süße Haine, so bin ich endlich wieder da, wo ich als Kind beim Sternenscheine so oft die Engel wandeln sah, wo mir aus himmlischen Geschichten ein Himmel diese Erde schien, von Freuden wimmelnd und Gedichten, wie Adams Eden lieb und grün. So seh ich dich, mein Schoritz, wieder, wo mir das Wort mit dunklem Klang die ahnungsvollen Wunderlieder der Zukunft um die Wiege sang. So kann ich wieder dich begrüßen, mein Dumsewitz, du trauter Ort, so traut, dass meine Tränen fließen und meine Lippe weiß kein Wort. Und so weiter. Das ist ein sehr langes Gedicht. Ja, er hat sehr an seiner Heimat gehangen. Ja. Und er schrieb auch hier, wir finden es hier in diesen Dokumenten, irgendwo finden wir es, er schrieb aus Bonn immer unter seine Briefe Ernst Moritz Arndt aus Rügen. Ja, wir würden heute sagen von Rügen, aber das war wohl damals die Ausdrucksweise. Er hat sehr, sehr an seiner Heimat gehangen, aber konnte leider nicht mehr zurück und ist dann ja 1860 im Alter von 90 Jahren in Bonn verstorben. Ja. Auf dem Friedhof ist übrigens steht eine Eiche, die heute schon einen beträchtlichen Umfang hat. Die hat er selbst gepflanzt. Sie soll hier von Schoritz als Sämling gekommen sein. Und zwar, sein Sohn ist 1834 im Rhein ertrunken und auf dieses Grab des Sohnes hat er diese Eiche gepflanzt. Ja. Wir sind jetzt im Garten des Geburtshauses. Hinter uns ist eine Büste von Ernst Moritz Arndt. Und jetzt kommen wir so langsam zum Schluss. Jetzt wollten Sie noch mal Ihr Lieblingsgedicht von Ernst Moritz Arndt vorstellen. Ja, das heißt Heimweh nach Rügen und das hat er geschrieben, als er in Bonn schon lebte und nicht mehr zurückkehren konnte auf die Insel 1842. O Land der dunklen Haine, o Glanz der blauen See, o Eiland, das ich meine, wie tut's nach dir mir weh? Nach Fluchten und nach Zügen, weit über Land und Meer, mein trautes Ländchen Rügen, wie mahnst du mich so sehr? O wie mit goldenen Säumen die Flügel rings umwebt, mit Märchen und mit Träumen Erinnerung zu dir schwebt. Sie hebt von grauen Jahren den dunklen Schleier auf, von Wiegen und von Bahren, und Tränen fallen drauf. O Eiland grüner Küsten, o dunkler Himmelsschein, wie schlief an deinen Brüsten der Knabe selig ein. Die Wiegenlieder sangen, die Wellen aus der See und Engelhafen klangen hernieder aus der Höhe. Fern, fern vom Heimatlande liegt Haus und Grab am Rhein. Nie werd an deinem Strande ich wieder Pilger sein. Drum grüß ich aus der Ferne dich, Eiland lieb und grün, magst unterm besten Sterne des Himmels ewig blühen. Das ist wirklich schön, ja. Gut, ja. Die Arndt-Gesellschaft wurde 1992 gegründet und zwar von einer sehr charismatischen Frau, Maria Pakula, die hier in Dumsewitz bei Groß-Schoritz gewohnt hat, und vom Stadtarchivar in Bonn, Dr. Manfred van Rey, hieß er damals. Die Gründungsveranstaltung fand auf einem Schiff an der Glewitzer Fähre statt, also sozusagen nach altem Brauch auf neutralem Boden, aber das war nur symbolisch gemeint. Und seitdem sind also 20 Jahre vergangen. Maria Pakula hat dann den Vorsitz abgegeben an Professor Dr. Karl Ewald Tietz. Er war Professor an der Universität Greifswald für deutsche Sprache und Literatur und er hat die Gesellschaft von 1996 bis zu seinem Tode 2011 geleitet. Maria Pakula hat einmal gesagt,
Ernst Moritz Arndt ist eine widersprüchliche Persönlichkeit und sie wurde zu allen Zeiten gebraucht und missbraucht. Und sie führte immer das Beispiel an mit der DDR. Dort wurde gesagt, die Streitschrift zur Abschaffung der Leibeigenschaft, das wäre die Vorausstufe gewesen für die LPG-Gründung. Das ist natürlich totaler Quatsch. Ernst Moritz Arndt konnte ja damals nicht wissen, was heute geschieht. Aber er hat einen großen Schritt für die Abschaffung der Leibeigenschaft damals getan. Dann bedanke ich mich ganz, ganz herzlich bei Ihnen, dass Sie sich die Zeit genommen haben und wirklich sehr viel Interessantes über Ernst Moritz Arndt erzählt haben. Er ist wirklich eine sehr komplexe Persönlichkeit. Und es ist wirklich schade, dass heute wirklich nur noch so wenig von ihm bekannt ist. Und ja, das ist wirklich, wirklich traurig. Aber vielleicht ändert sich das ja auch wieder, dass man das wieder zu schätzen weiß, was das doch eigentlich für eine interessante Persönlichkeit war. Ja, ich denke, auch Ihr Beitrag wird dazu beitragen, dass er ein bisschen wenig mehr vielleicht auch unter jüngeren Leuten bekannt wird. Ne? Denn er war ja als junger Mensch wirklich kein Vorbild, aber er war ein Mensch wie du und ich. Und das macht ihn vielleicht auch so interessant und auch vorbildlich. Für mich ist er ein Vorbild, weil er sich nie hat verbiegen lassen. Ja, und das können wir auch mit in die Zukunft nehmen. Genau. Das ist ja auch sicherlich was viele junge Leute nicht mögen, sich verbiegen lassen. So, wir sind jetzt hier am Ernst Moritz Arndt Turm. Der ist hinter mir zu sehen. Sieht ähnlich aus wie ein Leuchtturm. Und wir werden jetzt mal dort hinaufgehen, denn das kann man nämlich tun und mal schauen, wie die Aussicht von da oben ist. Oh, man kann hier auch immer zwischendurch so rumgehen. Ja, das ist die erste Terrasse offensichtlich. Gucke mal an. So, das wäre die erste Etappe. Aber das ist ja noch gar nichts. Nee, das sind wie viele Stufen? 99 Stufen insgesamt. Türen geschlossen halten stand dran. Wir sind ja ordentlich erzogen. Wollen wir einmal rumgehen? Nö. Ja, mir ist schon auch ganz schlecht, ey. Ja. Na, wunderbar, damit mir noch schlechter wird. Auf nach oben. Wir gehen jetzt mal ganz hoch. Wir müssen ja nicht bei jeder Gelegenheit rausgehen. Wir gehen ganz nach oben in den Turm jetzt. Ich habe jetzt noch nicht mitgezählt, also ich weiß nicht, was noch vor uns liegt. Diesmal habe ich aber bessere Schuhe an. Oh, guck dir die schöne Treppe an. Oh, warte mal. Oh, ist das schön. Meine Güte. Was steht denn da an dem Schild? Eisenhütten und Emaillewerk. Alte Hütte, Neusalz. Ja, niedlich, ne? Irre. Cool. So, weiter geht's. So, jetzt ist die Treppe nicht mehr so schön. Aber offensichtlich ist das jetzt neu, dass man auch bis in die Kuppel reingehen kann. Vielleicht konnte man früher ja nur bis zu diesem Podest. Können wir ja mal fragen nachher. Oh, hier ist warm. Oh. Klar. Aber was eine Aussicht. Hier kannst du gucken, was du von hier aus immer sehen kannst. Richtung Hiddensee. Aha. Na, Mensch. Irre.
Und Trockensauna. Ach, ist schön. Keine Ahnung, auf jeden Fall ist ja auch ein Licht. Nicht, dass es wirklich als Leuchtturm geht ja gar nicht. Wie sollen sie das als Leuchtturm nutzen? Ist wahrscheinlich mehr so ein Gag. So, wo ist jetzt das Geburtshaus? Mal gucken, vielleicht kann man von hier aus, das ist ja Groß-Schoritz. Vielleicht kann man von hier aus, Greifswalder Bodden, da in der Richtung muss das liegen. Schwierig, ne? Schwierig, aber da war da nicht auch so eine Antenne und so? Aber das war nicht so anstrengend wie der Aufstieg auf den Kirchturm. Komisch. Sassnitz. Stralsund, nee. Jedenfalls Groß-Schoritz liegen, das Geburtshaus. So, und dort habe ich nämlich auch gelesen, in Bezug auf diesen Turm hier, diese Gedenkstätte. Das ist ja schon ungewöhnlich. Normalerweise gibt es ja Denkmäler oder Gedenktafeln. Aber dieser Turm wurde halt in dem Sinne erbaut, dass ja auch Ernst Moritz Arndt wohl sehr patriotisch war. Und das war dann auch unter patriotischem Aspekt wohl so gedacht, damit man von hier aus einen Blick über die deutsche Landschaft und das deutsche Meer hat. Ja. Eigentlich passt es ja auch sehr. Wir haben ja erfahren, dass Ernst Moritz Arndt sehr, sehr heimatverbunden war. Vor allem windig ist es hier. Ja, vor allen Dingen windig ist es hier. Ganz schön windig, finde ich. So, nun sind wir auch am Ende der Sendung angelangt. Wir verabschieden uns mit einigen Impressionen der Kreidefelsen. Wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht und schaut auch das nächste Mal wieder rein. Die nächste Folge erscheint dann im September. Bis dann und tschüss. Tschüss.